Heute habe ich mal wieder Lust, einen Kreisel auszuschneiden für meine Springform, Leute. Und wenn ihr Kekse daheim habt, da seid ihr echt im Vorteil, weil man muss nicht immer so rumbacken für was Leckeres. Da zeige ich euch heute mal was Tolles, ne? Und jetzt müssen wir erst mal gucken, dass das hier passt. Joanna schmeißt schon wieder alles runter, aber ist ja wurscht, weil das wird ja eh weggeschmissen. Gucken wir mal, noch ein bisschen anpassen. Nee, kleines bisschen muss man noch schneiden, ne? Soll ja nur so ungefähr, ne, da braucht ihr jetzt nicht die Zirkel rausholen, das muss einfach ganz locker da reinpassen. So, guck, passt wunderbar, ne? Und so Keksle ist ja schon immer was wert, ne? Und die hauen wir uns jetzt hier einfach mal so nebeneinander in die Springform. Und jetzt müssen wir die natürlich auch noch kleines bisschen zuschneiden, dass die dann da auch reinpassen, weil der Keks ist eckig und die Form ist rund. Und die Joanna hat schon wieder der erste kaputt gemacht, das ist wieder typisch, ne? Das machen wir einfach so. Weil dann haben wir hier den Bruch, dann geht es viel einfacher. Das ist auch so Tricks, ne, den mir mein Mann mal verraten hat. Ich weiß nicht, wie er es genau genannt hat, aber siehst du, die Bruchfalte oder so. Und schon einfach ein bisschen anschneiden, brechen und ja, die Sollbruchstelle war's. So, das passt schon mal, ne? Und jetzt kommen die eckigen auch noch an den Rand. Da tun wir dann auch so ein bisschen hier anschneiden, abbrechen und platzieren. So, guck, und fertig ist das tolle Kekspuzzle, ne? Und dann geht's schon weiter. Dann brauchen wir natürlich noch eine leckere Füllung. Und dazu hauen wir uns erstmal ein paar Eier in den Topf. Noch ein bisschen Zucker dazu und etwas Vanillezucker und dann eine Menge Stärke. So, alles drin. Und dann mit dem Schneebesen durch das dann so schön vermengen, gell? Huch! Da fegt's wieder durch die Küche. Mensch, bei mir ist immer Schweinerei. Sieht unten wieder die Stärke auf dem Teppich. Da müsst ihr wirklich ganz geduldig schön rühren, bis klein Klümpchen mehr zu sehen ist. So, guck, kein Klümpchen mehr zu sehen. Einmalig hier, kann ich euch sagen. Und jetzt kommt noch ein Liter Milch dazu. Und dann können wir das Ganze hier schon mal anschalten und dann fleißig rühren, dass nichts anbrennt und unter Rühre aufkochen. So, guck, und wenn der Pudding aufgekocht ist, kommt er direkt auf die Kekschen. Die dürfen natürlich nicht umfallen. Mensch, bleibt ihr da. Dann müssen wir es noch ein bisschen glatt streichen. Brauche ich schnell eine Löwische, ne? So, und dann schön an den Rand. Und so lässt man jetzt ein bisschen abkühlen. Und während unser Kuchen ein bisschen abtaut, abkühlt. Die Joanna taut die Kuchen ab. Habt ihr das schon gewusst? Nee, normalerweise schon in den Kühlschrank. Quatsch, wie komme ich denn jetzt da drauf? Mensch, ich wollte doch euch was zeigen. Letztens doch mit meinem Backofen was passiert. Deutschland. Ballungszentrum Ofen. Eine Frau, eine Mission. Hallo? Wo ist denn da das Licht? Wo sind da die Lampen? Ah ja, da oben in der Ecke. Kann man das abdrehen oder was? Ah, super. Jetzt kommt die Supermechanikerin Joanna. Schaut mal mein Lämpchen an. Gott sei Dank es nicht durchbrennt, weil das ist hier so weißlich. Seht ihr das? Weil da hat nämlich wahrscheinlich das Halogenlämpchen Haares gekriegt. Haares, und dann ist das Drehchen verglüht. Gott sei Dank, da brauche ich einfach bloß ein neues Lämpchen. Back mal halt heute einfach im Dunkeln, ne? Und jetzt ist mein Lämpchen endlich gekommen, weil ich habe mir nämlich eins bestellt. Es muss nämlich 500 Grad hitzebeständig sein, weil mein Ofen hat ja Pyrolyse und ich habe mir im Supermarkt hier die 2 Kraft, die kann ich gar nicht nehmen, weil sonst krachen die dann durch, wenn der erst mal richtig loslegt, ne? Und da muss man auch drauf achten, die darf man ja nicht anfassen, die Bünde, ne? Da müsst ihr dann hier oben einfach am Ende so langsam ein bisschen aufziehen und dürft halt nicht mit den Fingern anfassen, weil da ist Fett dran. Sonst glüht die natürlich durch. Oder ihr zieht euch Baumwollhandschuhe an. Und jetzt wechseln wir das mal aus. so, die Joanna krabbelt jetzt wieder rein in ihren Ofen, ne? Oh, juhu, es werde Licht. Jetzt noch schnell das Deckelchen drauf. Einmalig hier kann ich das sagen. Ich sage ja, selbst ist die Frau. Und jetzt brauchen wir noch ein bisschen was für die Deko. Drum tun wir uns hier hinten mal ein paar Mandelblättchen und gehackte Haselnüsse wegen anrüsten. So, gucke mal. Und so ist genau richtig. So richtig schön goldbraun, knusprig. Und das duftet herrlich, kann ich euch sagen. Und ich schütte das immer einfach da so auf der Arbeitsplatte, weil dann kann es schon mal inzwischen schön abkühlen, weil das ist nämlich noch motzheiß, gell? Und dann geht es auch schon gleich weiter mit der Schokolade. Da habe ich ein bisschen Vollmilchkuvertür. Und die tun wir uns erst noch mal ein bisschen klein hacken.
Schneide auch, geht ab, Joanna, und hacke wieder. Na, hackst durch die Küche durch. Mensch, die Joanna ist aber auch immer so ein Kracher. Warum nehme ich überhaupt so ein kleines Messer? Da braucht man richtiges Hackbeil. Damit wird's was. So ist doch das schon was, hä? Und jetzt tun wir es wieder zurück in die Schüssel. Auch die Restle verwerten, ne? Und dann geht's nämlich jetzt übers Wasserbad und wird ein bisschen aufgelöst. So, guck mal, und so muss es aussehen, muss man vorsichtig sein, weil die Schüssel ist heiß und habt ihr schon gesehen, das Herzchen da vorne, das ist nämlich für euch. Kennt ihr das? Check out your daily heart. Guck mal jeden Tag, ob dir irgendwo ein kleines Herz begegnet. Und das hier, das ist von mir für euch. Und jetzt geht's mal hier gleich drauf auf die Kuche. So, und jetzt brauchen wir natürlich noch was für oben drauf, bisschen für den Crunch, ne? Da haben wir jetzt dann unsere Mandelblättchen und die Haselnüsschen. Und da habe ich noch so ein paar Schokotröpfchen, blub. Und dann können wir es schon verzieren. Und so lassen wir es jetzt mal kurz noch ein bisschen abkühlen. Le Dessert, ja mei, wo kommt ein Dessert? Und da läuft so richtig schön die Schokolade noch runter, da muss ich gleich direkt eins probieren. Ciao, macht's gut!